Ich bin von Katzenstein und in diesem Video beantworte ich folgende Frage: Was ist eine Pavese? Eine Pavese, oder auch Setzschild genannt, ist ein großer Schild aus dem spätmittelalterlichen Europa, der so geformt ist, dass man ihn auf den Boden stellen und sich dahinter verstecken kann. Es gibt tatsächlich auch kleinere Pavesen, die in der Hand getragen und wie ein normales Schild geführt werden. Wofür wurde solch ein Setzschild jetzt aber verwendet? Zum einen diente es Armbrustschützen bei der Belagerung. Im Gegensatz zum Bogenschützen, der bei der Belagerung sehr flexibel ist und sich viel bewegen kann, muss ein Armbrustschütze zwangsweise irgendwann zum Nachladen stehen bleiben. Da man aber bei einer Belagerung von feindlichen Schützen beschossen wird, musste man sich etwas einfallen lassen, damit man Armbrustschützen trotzdem einsetzen kann. Aus diesem Grund hat man angefangen, diese großen Pavesen zu bauen, sie im Feld aufzustellen und dann könnten sich die Armbrustschützen dahinter verstecken. Gerade im Ladevorgang, der natürlich etwas länger dauerte als der eigentliche Schuss, konnten die Armbrustschützen sich hinter diesen großen Schildern verstecken und waren dabei gut geschützt. Nachdem die Waffe geladen war, konnte man sich etwas aus der Deckung herauslehnen, um den Schuss abzugeben. In diesem Fall handelt es sich bei der Pavese um eine mobile Deckung, bei der man nicht auf einen zufälligen Schutz wie ein Baum oder eine alte Mauer im Feld angewiesen war. Und tatsächlich waren die damaligen Pavesen so gut gebaut, dass sie die meisten Pfeile abhalten konnten. Da gibt es tatsächlich auch einige Videos von bekannten YouTube-Kanälen, die das beweisen können. Jetzt kenne ich noch eine andere Möglichkeit, wie man eine Pavese in der Schlacht sehr gut einsetzen kann. Dabei handelt es sich um eine Taktik aus den Hussitenkriegen. Wie bekannt sein sollte, haben die Hussiten mit ihren Wagenbogen ebenfalls eine sehr mobile Taktik ausgeführt. Die Wagen wurden in einer Reihe wie eine Mauer aufgestellt, wobei sich die Kämpfer auf und hinter den Wägen versteckt haben. In die Lücken zwischen den Wägen wurden dann ebenfalls diese großen Pavesen gestellt. Dahinter konnte sich dann auch ein Schütze platzieren oder auch jemand, der mit einer Stangenwaffe eine große Reichweite hatte. Allgemein waren die Hussiten für ihre damalige Zeit taktisch sehr weit überlegen, weswegen ich denke, dass auch die Pavese ihren Nutzen in ihren Reihen gefunden hat. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Nutzen ihr an Pavesen noch kennt. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Antwort freuen.